Das ist die zweite Videozusammenfassung von unseren Reisen hier in Kanada. Falls dich die Atlantikprovinzen von unserem letzten Video noch nicht überzeugten, jetzt starten wir in Toronto und fahren nördlich den großen Seen entlang bis zur Manitoba-Grenze. Selbstverständlich nehmen wir nicht den kürzesten Weg. Willkommen zu unseren Eskapaden. Ursula ist die Navigatorin, mein Name ist Ida und ich bin der Steuermann. Zuerst beginnen wir mit 5 lokalen Ausflügen, die bei unseren Gästen sehr beliebt sind. Die Toronto Islands sind mit der Fähre erreichbar und bieten über 10 Kilometer fußgängerfreundliche Wege und Strände. Und auch die beste Sicht auf die Toronto Skyline. Der Distillery District ist eine Fußgängerzone mit Unterhaltung, Brauereien und Restaurants. Shopping Malls sind sehr beliebt in Kanada. Der beste Ort, um der Hitze im Sommer und der Kälte im Winter zu entfliehen. Das ist das Eaton Center mit über 200 Läden und Restaurants. Weiter ins Niagara Weingebiet. Mit über 100 Weingütern und organisierten Ausflügen von Toronto ist das ein empfehlenswerter Ausflug. An der Grenze mit der USA sind die Niagara-Fälle. Die Wasserfälle sind eindrücklich und sehr beliebt. Das alte Kraftwerk ist eine Reise in die Vergangenheit. Der 650 Meter lange Wasserauslauftunnel führt direkt unter zu den Wasserfällen. Speziell erfrischend an einem heißen Sommertag. Ja, du wirst nass. Wir verlassen Toronto Richtung Norden auf dem Highway 400 via Barrie nach Sudbury. Nach 180 Kilometer kreuzt Highway 34. Wir machen einen kleinen Umweg zur Schleuse 44, dem Big Chute Marine Railway. Hier werden die Boote auf Schienen zum anderen See geschleust. Das ist eine der 42 Schleusen vom Trent Severn Waterway National Historic Site. 3 weitere Schleusen sind Cambridge Schleuse 41, Kirkfield Lockschleuse 36 und Lovesick Schleuse 30. Sudbury ist eine Bergbaustadt mit viel Geschichte, die mit einem 10 Kilometer großen Meteorit vor ca. 1,85 Milliarden Jahren begann. Ein Besuch im Dynamic Earth Museum und eine Minentour lohnt sich. Weiter dem Lake Huron entlang zum Bushplane Museum in Sault Ste. Marie. Schau dir die Geschichte der kanadischen Luftfahrt an und erfahre, wie sie Waldbrände in Ontario bekämpfen. Steige in den Canadair Wasserbomber, der zur Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt wurde. Sault Ste. Marie ist zwischen dem Lake Huron und Lake Superior. Schleusen verbinden die 2 Seen. Die Chippewa Falls liegen in der Mitte des 7800 Kilometer Trans-Canada Highway, der St. John's in Newfoundland mit Victoria in British Columbia verbindet. Kurz danach sind wir in Wawa, wo die größte Gans über den Highway schaut. Ein guter Ort zum Auftanken und Essen. Ontario hat eine lange Geschichte mit Eisenbahnen. Eine Linie führt nördlich durch die Wälder. Wir sind hier in Schreiber am Lake Superior, wo die Eisenbahn und der Trans-Canada sehr nahe zusammenliegen. Hier in Schreiber ist ein sehr interessantes Eisenbahnmuseum. Verschiedene Wanderwege führen direkt der Küste entlang. Das ist die Küste bei Jackfish, der Geisterstadt, wo die Dampflokomotiven mit Kohle beladen wurden. Im 1950 wurden die Dampflokomotiven ersetzt und etwa 10 Jahre später war der Ort verlassen. Heute hat es nur eine Ausweichstelle, um die Eisenbahnen kreuzen zu lassen. Das ist die Highwaybrücke in Nipigon, wo Highway 11 und Highway 17 zusammenkommen.
Etwas nördlich von hier ist diese Eisenbahnbrücke. Sie ist nicht mehr in Betrieb und nicht einfach zu erreichen. Kurz nach Nipigon geht es nördlich auf dem 585. Am Ende ist der Pine Portage Damm und das Wasserwerk. Wir sind am Ende der Reise auf dem Highway 17. Jetzt nehmen wir den Highway 11, der nördlich durch die Wälder führt, und kommen hierher zurück. Also Retour nach North Bay und Highway 11 nach North Bay fahren. Diese Strecke ist bekannt und berüchtigt für Autostaus, speziell am Wochenende. Kurz nach Barrie kommt Gravenhurst. Das ist die RMS Sagron und ist das älteste in Betrieb befindliche Dampfschiff in Nordamerika. Kurz danach ist Bracebridge und das ist einer der Wasserfälle hier. Von Gravenhurst nach Bracebridge sind es nur etwa 15 Kilometer und beides sind sehr beliebte Reiseziele. Etwa 200 Kilometer nördlich von Toronto ist der Algonquin Provincial Park. Der Park hat über 1300 Campingplätze, einige sind auch im Winter offen. Mehrere Wanderwege, Kanurouten und Vermietung macht das einen der beliebtesten Orte zum Campieren. Bevor wir nach North Bay kommen, ist westlich vom Highway der Restul Provincial Park. In der Ferne sahen wir den Feuerturm und mussten den näher sehen. Die Aussicht ist fantastisch. Im Vordergrund ist der abgeschliffene Grundstein. Das ist der Canadian Shield, einer der größten Kontinentalschilde der Welt. Abgeschliffen während der Eiszeit und ausgeschnitten durch den Straßenbau. Die Muster im Stein sind eindrücklich und sind das Resultat von Vulkanausbrüchen vor über 4 Milliarden Jahren. Jetzt verlassen wir North Bay Richtung Kapuskasing und Nipigon. Etwa 100 Kilometer nach North Bay kommt Temagami mit dem Finlayson Point Provincial Park. Das liegt am Lake Temagami und ist beliebt zum Angeln. Es ist ein Ausgangsort für Fly-in-Angeln. Von der Straße aus schauten wir dem Wasserflugzeug zu. Nach 140 Kilometer erreichen wir Cobalt, eine einst florierende Bergbaustadt. Unzählige verlassene Minen, ein Museum, eine Minentour und der Heritage Silver Trail. Der 6 Kilometer lange Trail führt zu einigen der verlassenen Minen. An vielen Orten im Norden hatte es eine Unmenge von Heidelbeeren. Die einzige Konkurrenz sind die Bären. Ziemlich genau in der Mitte zwischen North Bay und Nipigon ist Kapuskasing. Es lohnt sich im Ron Morel Memorial Museum anzuhalten. Das ist einfach zu finden, eine alte Dampflokomotive ist dort parkiert. Die Modelleisenbahn ist imposant, aber die Geschichte von den Pelzhändlern im 18. Jahrhundert und der Bau der Eisenbahn sind eindrücklicher. Wir waren im McLeod Provincial Park mit dem Jeep und Zelt unterwegs und hatten die erstaunlichsten Tierbeobachtungen. Entenbesuch und Bär mit Jungen. Aber der schwimmende Adler und der weiße Pelikan waren die Krönung. Und wir sind wieder in Nipigon und weiter geht's Richtung Thunder Bay. Etwa 100 Kilometer später kommt Thunder Bay mit über 100.000 Einwohnern. Bekannt und beliebt als Ausgangsort für Abenteuer in der Wildnis. Wir waren dort, um die Felsen und die Aussicht zu genießen. Der Kakabeka Provincial Park ist wenige Minuten außerhalb Thunder Bay. Von hier sind es noch etwa 600 Kilometer bis zur Manitoba-Grenze. Das waren 2000 Kilometer von Toronto,
1500 Kilometer davon durch die Wälder und den Seen entlang in Ontario. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.